Steht die US-Börsendominanz im Herbst vor einem intensiven Test? Mit rund 70% sind die USA im Weltaktienmarktindex omnipräsent. Mit anstehenden Zinssenkungen, den US-Wahlen und der stetigen Beobachtung der IT-Titel dürfte die USA auch im Herbst erneut im Fokus stehen. Wir sind doch skeptisch, ob sich die Outperformance der USA getrieben durch die IT-Titel weiter fortsetzen wird und verschieben deshalb unsere Aktienallokation in andere Regionen. Wir präferieren die Schweiz, UK und Schwellenländer. Die Gewinnrevisionen sind in der Eurozone noch zu verhalten und deshalb bleiben wir dort untergewichtet. Deutlich positiver sind die Gewinnrevisionen jedoch in Japan, deshalb kaufen wir dort zu. Unsere Gesamtallokation bei Aktien bleibt allerdings auf einem neutralen Niveau. Auf der einen Seite unterstützt das Momentum und die Geldpolitik weiter. Auf der anderen Seite sind die Bewertungen allerdings noch recht hoch und auch die Konjunktur dürfte sich abschwächen. Zudem verweisen auch unsere Sentimentindikatoren auf eine neutrale Einstellung. Diese beobachten wir allerdings sehr genau, da insbesondere die beiden letzten Septemberwochen saisonal sehr schwache Wochen sind und die Gefahr einer weiteren Korrektur ansteht. Für ein solches Szenario haben wir uns mit einem Übergewicht im Yen und im Gold gewappnet und dafür spricht auch unsere ausgeprägte Präferenz von Staatsanleihen gegenüber Unternehmensobligationen. Was haben wir konkret in unseren Portfolios angepasst? Erstens, wir kaufen bei japanischen Aktien zu. Auch der japanische Aktienmarkt hat sich von seinen Tiefständen erholt. Im Vergleich zu anderen Märkten ist er jedoch noch rund 10% von den Höchstständen entfernt. Das relative Gewinnmomentum ist gut und auch im historischen Kontext ist die Bewertung günstig. Zweitens, wir verlängern die Duration bei europäischen Staatsanleihen. In den vergangenen Wochen sind die Renditen der amerikanischen Staatsanleihen deutlich stärker gesunken als im europäischen Bereich, obwohl auch die Konjunktur in der Eurozone nicht viel besser dasteht und das Schuldenproblem in den USA deutlicher ausgeprägt ist. Wir verkaufen deshalb Treasuries und engagieren uns im europäischen Staatsanleihebereich und zwar in einem Bereich von 10 bis 15 Jahren, weil dort die Kurve noch am steilsten ist. Drittens, wir wechseln beim Dollar in ein Übergewicht. Der Dollar hat sich im Sommer deutlich abgeschwächt mit rund 5% und liegt nun auf den Tiefständen von Sommer 2023. Obwohl wir mittelfristig skeptisch sind, was den Dollar anbetrifft, wechseln wir jetzt von einem Untergewicht in ein Übergewicht und verkaufen dafür den gut gelaufenen Euro. Weitere Anlagethemen können Sie unserer neu gestalteten Swisscanto Homepage entnehmen. Kommen Sie gut durch den September und bleiben Sie ausgewogen.